Okay, weiter geht's. Gut erholt. Wir sind jetzt 3 Nächte hier geblieben in Novo Jan. Ja, haben uns ausgeruht, haben ein bisschen gearbeitet. Ja, jetzt geht's weiter auf die Barm Richtung Osten. Nächstes größeres Ziel ist Taximo, oder? Ja, so heißt die Stadt. Genau, das sind 160 Kilometer. Nee, 240 oder 250. 250, ja, irgendwie sowas. Ne? Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Ich sag mal so, grober Tipp, irgendwie eine Woche. Ja, möglicherweise. Ganz hundertprozentig erholt sind wir noch nicht. Ihr seht, ich habe irgendwie so einen Schal um. Ich habe mir irgendwie meinen Nacken ein bisschen gezerrt oder so. Also das fing schon am letzten Tag quasi in unserer Wildnistour da an. Vom Schieben, denke ich mal. Vom Schieben und Ziehen des Fahrrads. Da jetzt nochmal die Tage ein bisschen Kütersalbe drauf gemacht, jetzt ein bisschen Tigerbalm. Also es tut nicht so doll weh, ich kann halt nur meinen Kopf nicht so doll bewegen. Mal gucken, ich hoffe mal, dass es morgen deutlich besser wird. Ja, ansonsten sehen wir weiter. Gut, jetzt genießen wir erstmal die letzten Meter Asphalt hier in der Stadt. Ich glaube, ja, da vorne hört es schon auf. Und dann fahren wir heute, glaube ich, nicht so weit. Kleines Stückchen, dann schlagen wir das Zelt auf und morgen geht es dann wieder richtig los. Ja, so schaut's aus. Also hier haben wir gezeltet. War nicht so eine gute Nacht, sind doch echt ein paar Züge lang gefahren, aber naja, wir wussten das natürlich. Ja, aber irgendwie sah der Platz hier ganz gut aus, zwischen der Straße und den Eisenbahnschienen, irgendwie auch für Bären und sowas. Deswegen haben wir uns hier einfach hingehauen. Tja, mussten den Preis dafür zahlen. Aber ja, war ganz okay. Meinem Nacken geht es auch schon wieder deutlich besser. Das ist ganz gut. Von daher, ja, alles super. Packen die Sachen jetzt zu Ende. Und dann geht's gleich weiter. Die ersten Kilometer auf der Barm liegen hinter uns. Im Moment ist das Ganze eine ziemlich sandige Angelegenheit. Größtenteils ja, relativ fest, aber zum Teil doch auch sehr, sehr loser, weicher Sand, wo wir dann doch immer mal ein kurzes Stückchen schieben müssen. Aber naja, es hält sich in Grenzen. Also noch ist die Straße eigentlich ziemlich gut. Wir kommen gut und langsam voran. 10 Kilometer haben wir gemacht heute. Jetzt nochmal vielleicht 10 Kilometer, dann machen wir Mittagspause. Dann gucken wir mal, wie die Straße dann aussieht. Die ganze Zeit entlang der Bahntrasse sind gut ein paar Züge unterwegs. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so frequentiert ist, aber ja, viele Güterzüge vor allem. Also ich denke, Holz wird zum einen vielleicht transportiert, aber vor allem auch jegliche Art von Minenprodukten. Also Eisenerz, Gold, gibt es hier glaube ich auch echt ganz schön viel. Gut, das wird dann wahrscheinlich nicht in diesen Güterzügen transportiert, aber ja, irgendwie so Eisenerz oder sowas in die Richtung wahrscheinlich. Kupfer vielleicht. Kein Plan. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht.
Хватает снаряжения? Хватает. Ладно, давайте. Сейчас еще. Ну, классно. Почему Visitenkarten? Ah ja. У нас есть интернет-страница. Можете посмотреть. Всем большое. Спасибо. Аккуратнее. Спасибо Там большое. медведи. Да. Я даже как-то засняла тоже, ну, как съемку сделала. Медведь шел. Но он далеко, я его просто приблизила поближе. И вот он по дороге прямо шел. А, здесь Вот. это? Нет, он шел там, где огней проезжали вы, Ага. станцию. Ну, до Уаяна. Ага. Вот там он ходил. Ну, красивый такой, конечно. Ну, Издалека. ну, издалека, из машины. Ну, и вы как бы разговариваете погромче. Хорошо. Ну, Да. потому что они, когда не слышат, если здоровый нормальный медведь, он не покажется. Мгм. Вот. Так что вот так. Спасибо. Ну ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Ja, den Weg, den wir gerade genommen haben, war echt nicht gut. Ich finde die Straße, die daneben läuft, viel besser. Michael will nicht zurückfahren, deswegen er will auf dem Weg fahren und dann gucken, wie er auf die Straße kommt. Und ich bin der Meinung, dass es viel schneller geht, wenn ich jetzt einfach diese 500 Meter zurückfahre. Und dann bin ich auf die Straße, die gut ist, und dann bin ich schneller. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt ein Battle. Wir gucken, wer schneller wird. Drückt mir den Daumen, dass ich schneller bin. Also wir haben uns irgendwie aufgeteilt. Wir sind hier eben zusammen an den Bahngleisen gefahren und dann wurde die Straße ziemlich schlecht. Und dann meinte Olga, komm, lass lieber umdrehen, kurz irgendwie 300 Meter zurück. Da konnte man wieder auf die normale Straße. Und ich meinte, nee, komm, so schlecht sieht sie doch gar nicht aus. Dann hinterher. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann fahre ich hier lang. Und du fährst auf der großen Straße und dann treffen wir uns gleich wieder. Aber jetzt sieht man die große Straße gar nicht mehr. Und ich weiß gar nicht genau, wo Olga ist. Ich habe nichts weiter abgemacht. Aber naja, irgendwann werden wir uns schon wieder treffen. Ich glaube, da vorne irgendwie in 2-3 Kilometern kommt ein Bahnübergang. Ja, da werden wir uns dann, glaube ich, spätestens treffen. Hoffe ich. Oh. Hallo? Olga? Olga! Olga! Ich glaube, du hast die bessere Straße gewählt. Ich glaube, du hast die bessere Straße gewählt. Nein, du! Ich habe nicht so eine gute. Aber da vorne kommt irgendwann ein Bahnübergang, glaube ich. Da komme ich spätestens wieder runter. Boah,
die sind echt lang, die Züge. Na, gib deine Zeichnungen. Hallo. Und ich hab's gewonnen. Hilfst du mir? Hilfst du mir? Okay. Ich halte, du gehst nach oben. Ich halte. Ja, ich habe hier so einen Baumstamm. Hältst du? Ja, halt. Okay. Ups. Na, du hast hier die beste Straße seit langem. Ah, das sieht ganz gut aus. Du wärst so ein Sturbock, der nicht zurückfahren will. 500 Meter und lieber 2 Kilometer eine letzte Schritt bis dafür. Ich dachte, ich komme früher runter. Und warte dann auf dich. Was sagt ihr? Ich hab's doch gewusst. Ja, ja. Das zeigt mir eigentlich, dass die ganzen Abkürzungen und im Sommer muss immer früh genug umdrehen. Und keine Angst zu haben, umzudrehen. Diesmal vielleicht ja. Im Allgemeinen weiß ich nicht. 40 gemacht, ne? 40 Ja. Kilometer. Super. Die Jetzt, Straße war viel besser als erwartet wurde. zum Schluss war sie echt gut, ja. Jetzt mit Geschwindigkeit erstmal das allabendliche Anti-Mücken-Programm. Einmal die Regenhosen und die Jacken. Sonst zerpieksen uns die Mücken. Ja, hier gibt es wieder echt viele Mücken. Wir haben echt kurzzeitig, als wir da auf der 110 Simnik waren, da waren wir echt ein bisschen höher in den Bergen. Da haben wir es echt schon erlebt, wie Russland, wie Sibirien in der kälteren Jahreszeit dann ist, ohne Mücken. Das war echt herrlich. Aber hier unten sind sie wieder. Aber naja, dafür ist es halt schön warm. Also man kann nicht alles haben. Da muss man sich hier halt immer, insbesondere abends, alle Jacken, alles anziehen. Und ich mache jetzt direkt wieder ein Feuer in unserem Hobostove. Der Rauch verjagt die dann auch ein bisschen. Aber in ein paar Stunden sind sie sowieso auch weg, weil es frisch wird. Genau, abends ist frisch. Gut. Jetzt habe ich schon einmal Wasser aufgesetzt. Wir kochen uns ja schon die letzten Wochen eigentlich oder fast Monate vielleicht abends immer Wasser für den nächsten Morgen, quasi für die Thermoskanne. Und wir haben da eigentlich immer Kaffee reingemacht und dann quasi das heiße Wasser rauf, verschlossen. Und morgens gibt es dann immer einen schönen heißen, gut durchgezogenen Kaffee. Schmeckt echt gut. Echt eine interessante Art und Weise, Kaffee zu machen. Also einfach das Kaffeepulver, also richtigen Kaffee, nicht irgendwie so ein lösliches Zeug oder so, sondern richtigen Kaffee, rein und über Nacht durchziehen lassen und dann am nächsten Morgen einfach von oben quasi einfach abgießen und der Kaffeesatz bleibt quasi unten drin. Echt gut. Jetzt in Russland haben wir das Problem, es gibt nicht richtig guten Kaffee, deswegen haben wir das Zeug hier. Ich kannte das früher gar nicht. Oder vorher gar nicht. Die ältere Generation kennt das wahrscheinlich. Das ist Muckefuck. So heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also es ist ein Kaffeeersatz quasi aus der Wegwarte. So heißt die Pflanze. Und das kommt irgendwie ursprünglich irgendwie aus Frankreich, glaube ich. Irgendwie zu Napoleons Zeiten wurde das irgendwie
viel in Frankreich getrunken, weil internationale Importe irgendwie verboten waren. Und in Deutschland wurde das dann Muckefuck genannt. Das kommt irgendwie von Mokka Faux oder sowas, glaube ich, also falscher Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche jetzt auf Deutsch, Muckefuck. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Also ist halt super günstig das Zeug und ja, soll wohl auch ziemlich gesund sein. Und ist halt lokal, nicht so wie Kaffee. Das Zeug hier wird in Russland hergestellt oder entsprechend auch in Deutschland oder was, kriegt man überall. Und ja, hat halt kein Koffein. Das ist vielleicht Nachteil oder Vorteil, je nachdem wie man das sehen möchte. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ersatz. Der Wald ist voll von den Pilzen, aber das Problem ist, dass 90% Pilzen kennt man nicht. Aber ich habe auf jeden Fall 2 junge Birkenpilze gefunden. Die gibt es heute zum Abendessen. Die sind, glaube ich, 3 Togold. Geil, die sehen echt sehr gut aus. Genau, und die 2 bin ich mir zu 99% sicher, was das für Pilze sind. Die kenne ich, aber ich würde die noch heute nicht kochen. Ich würde die im Dorf nochmal fragen. Das eins hat so eine fette Schicht und so gelb drin, das heißt auf Russisch Maslonak. Die sind sehr gut zum Braten. Man macht so voll so eine Pfanne zum Braten. Und das ist so ein Pilz mit so Kreisen, die sind so orange, mit so diese Kreisen, das heißt Walnuschka. Die legt man mit Salz ein. Aber weil beim Pilzen soll man kein Risiko eingehen, würde ich morgen im Dorf kurz fragen. Absolut. Aber zu 99% bin ich mir sicher, dass die gute Pilze sind. Aber sonst gab es echt noch voll viele Pilze, die man überhaupt nicht kennt. Und ja, krass. Здравствуйте. А вот сейчас будет Янукан, Янучан, Янчукан. Там есть магазин? Да. Хорошо. Хорошо. А вы разбираетесь в грибах? Ну, не настолько прямо спецную. Ну вот это вот волнушка, да? Да, солнышко. А что делают с волнушками? Их солят? Да. Их в соли откладывают, да? И они как-то становятся... Их кипятнешь и посолишь, как огурцы. А, Вот. Ну, водичкой при этом сутки она должна водичка Ага. стоять, а потом... это- спасибо большое. Да не за что. Спасибо. До свидания. До свидания. Urlaub auf der Krim. Wir haben eben auch noch mal mit ein paar LKW-Fahrern geschnackt. Die meinten, ja, bis Taximo ist auf jeden Fall so wie hier. Und hinter Taximo kommt halt ein großer Fluss, der Vitim. Da hat uns irgendwann, weiß nicht, vor ein paar Tagen irgendein Typ mal gesagt, dass die Brücke da kaputt sein soll. Там мост этот унесло. Унесло мост, да, gibt es einen großen Fluss. Посмотрим, может нам туда кто-то перевезет, если разберемся, у нас время есть. А ты этот по железке там проходи. По железке? Но поезд может только раздавить. Вы такой добрый. Вы такой добрый. Aber die Jungs meinten jetzt auch, nee, da gibt es eine Brücke, alles kein Problem. Und auch danach, hinter Taximo, die nächstgrößere Stadt ist dann Chara. Das sind irgendwie, ich glaube, gute 200 Kilometer, 250 oder sowas. Meinten sie auf jeden Fall auch, ja. Da sollte die Straße eigentlich auch so wie hier sein. Ja, hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Also, wenn die Straße so bleibt, bin ich echt happy. Dann kann man sich hier echt ein bisschen auf die schöne Natur konzentrieren und muss halt nicht die ganze Zeit nur auf die Straße gucken.
und sich ja über irgendwelche wilden Pisten und so weiter kämpfen, wie wir das jetzt halt die letzten Tage auf der 110 Simnik hatten. Ja, wir kommen halt auch ein bisschen schneller voran dann. Nicht halt nur 20, 30 Kilometer am Tag, sondern vielleicht auch mal 40, 50. Was dann halt in Summe auch bedeutet, dass wir in Russland halt mehr zu sehen bekommen, weil ja, wir dann im Endeffekt vielleicht kleinere Strecken mit dem Zug fahren müssen. Wäre auf jeden Fall super. Und ja, bis jetzt sieht es auf jeden Fall sehr gut aus und der Typ eben ja, war auch zuversichtlich. Wow, du warst auf jeden Fall erfolgreich, würde ich mal sagen. Jo. Dich. Wow. Rustam begleitet uns jetzt auf seinem Motorrad. Keine Ahnung. Er meinte zu uns, er hat nichts zu tun. Deswegen fährt er jetzt mit.